Guten Morgen, es ist Montag. Das bedeutet, ich stelle mich wieder kurz vor, auch wenn heute einiges anders läuft. Ich bin Laura, das ist mein Abnehmen-Vlog und ich zeige euch, wie ich möglichst langsam abnehme, um den Jojo-Effekt zu vermeiden und hoffentlich, wie ich später auch den Jojo-Effekt vermeide. Ich habe bis Ende letzten Jahres minus 10 Kilo abgenommen, in diesem Jahr minus 2,5 Kilo bis jetzt und dieses Jahr geht es wirklich extrem langsam, beziehungsweise ich bin einfach nicht reingekommen. Ich bin aber total stolz auf mich, dass ich die 10 Kilo, die ich letztes Jahr abgenommen habe, bis jetzt nicht zugenommen habe und dass ich jetzt nicht dieses Jahr in den Modus reingefallen bin nach dem Motto, jetzt ist eh alles egal, dass ich meine minus 10 Kilo gehalten habe und dass ich mich jetzt nicht selber verrückt gemacht habe und irgendwas Neues angefangen habe und wieder in so eine Diätphase reingefallen bin, in der ich alles total krass durchziehe, um möglichst schnell abzunehmen. Ich habe nämlich schon ganz viele Diäten hinter mir und ich habe überhaupt keinen Bock mehr in diesem Spiel mitzuspielen. Also bei mir geht es hier wirklich sehr langsam, aber das wird jetzt hier kein normaler Vlog, weil ich diese Woche keinen normalen Vlog machen werde. Ich bin 3 Wochen voraus und ich habe in dieser Woche eigentlich nur mein Essen aufgenommen und sonst gar nichts, weil ich einfach keine Lust hatte, in die Kamera zu schauen und irgendwas zu sagen. Ich hatte definitiv PMS, ich hatte überhaupt keinen Bock, jetzt irgendwas mitzuteilen und ich habe mich ganz schlecht gefühlt. Also ich habe mich sehr schwach gefühlt, war in dieser Woche total gefrustet und bin überhaupt nicht in meine Ernährung reingekommen. Und ich bin so froh, dass das 3 Wochen hinter mir liegt, weil das wirklich echt anstrengend war in dieser Woche und ich das Gefühl hatte, ich bin ein totaler Loser. Und ich konnte mir noch nicht mal selber zureden, dass das Quatsch ist, dass ich kein Loser bin. Ich konnte mich einfach in dieser Woche null an meine Sachen halten. Ich habe jetzt nicht übermäßig viel gegessen, aber ich habe halt nicht getrackt. Ich habe intuitiv gegessen. Ich habe jetzt auch nicht zugenommen in dieser Woche, aber ich habe einfach nur diese Woche verlebt und war froh, dass sie vorbei war. Ich habe auch in dieser Woche wieder mehr Sicherheit gewonnen, wenn ich einfach mehr als intuitiv esse und auch was mehr zu mir nehme, dass ich dann nicht direkt zunehme. Ich habe dann immer ganz schnell das Gefühl, okay, morgen sind 10 Kilo wieder drauf, wenn ich dann irgendwie fettige Sachen esse oder wenn ich Schokolade esse oder irgendwas Süßes im Übermaß, sage ich jetzt mal, oder mehrere Tage hintereinander, habe ich immer die Panik, dass ich sofort wieder die 10 Kilo drauf habe. Überhaupt, dass ich dann 15 Kilo drauf habe. Und damit musste ich mich in dieser Woche auseinandersetzen, weil ich konnte einfach nicht mein normales Tracken machen. Das war einfach nervlich für mich nicht drin, emotional gar nicht. Ich habe das akzeptiert und habe das dann so intuitiv irgendwie geregelt. Es hat auch alles gut funktioniert. Aber diese Panik mit dem wieder zunehmen dabei, die hat mich überhaupt jetzt die letzten 2 Monate seit meinem Urlaub begleitet und ich will diese Panik nicht mehr haben. Ich möchte entspannt essen und ich möchte ohne schlechtes Gewissen essen. Ich hatte jetzt nicht durchgängig die letzten 2 Monate eine Panik, aber immer so zwischendurch, dass ich dachte, jetzt hast du so viel zugenommen und so und ich bin einfach auch nicht auf die Waage gegangen. Das hat auch damit zu tun, dass ich mich einfach nicht mehr gewogen habe. Ab meinem Urlaub bin ich nicht mehr auf die Waage gegangen. Ich hatte ja quasi ab dem 1. Oktober 1 Monat lang Urlaub. Ich wiege mich normalerweise täglich und bei mir ist das so, wenn ich nicht mehr auf die Waage gehe und da liegt eine Woche, 2, 3 Wochen schon dazwischen, dann muss ich mich immer total überwinden, um wieder auf die Waage zu kommen, um wieder an den Punkt zu kommen, dass die Waage mich nicht tangiert. Also, dass die mich nicht emotional beeinflusst. Dadurch, dass ich grundsätzlich jeden Tag auf die Waage gehe, sehe ich ja immer meine Wasserschwankungen. Und ich habe dann einfach ein tägliches Bild. Und dann interessiert mich das nicht, ob ich mal irgendwie 1 Kilo mehr, 1 Kilo weniger habe von einem auf dem anderen Tag. Aber wenn ich so lange nicht mehr drauf war und nicht mehr auf die Waage geguckt habe, dann ist das für mich eine Riesenhürde, das anzugehen. Und ich habe wirklich lange dafür gebraucht. Und ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich so lange dafür gebraucht habe, weil ich habe nicht zugenommen. Ich habe Schwankungen im Moment von 1,5 Kilo, aber ich habe nicht zugenommen. Und das hätte ich mir einfach sparen können, diese ganzen Ängste, wenn ich einfach zack draufgegangen wäre. Natürlich muss man nicht auf die Waage gehen. Ich habe mich aber dazu entschieden, das mit der Waage jetzt zu machen. Und ja, deswegen hatte ich jetzt auch über die letzten 2 Monate immer so ein schlechtes Gefühl. Ich bin einfach jetzt froh, dass ich diese Ängste jetzt überwunden habe, dass ich wieder auf die Waage steige und dass ich einfach wieder sehe, okay, mein Körper ist ganz normal. Das geht halt hin und her und mal geht es ein bisschen mehr runter, dann wieder ein bisschen mehr hoch. Und es ist alles gut. Du hast keine 10 Kilo zugenommen. Es ist alles noch wie gehabt. Du kannst dich auf dich
selber verlassen, du eskalierst nicht mehr so stark wie früher. Das war jetzt mit die größte Panik in dieser Woche, die sich bei mir so zugespitzt hat. Und natürlich PMS. Ich war sehr launisch, so schnell aggressiv und genervt und es war einfach anstrengend die Woche. Ich bin froh, dass sie vorbei ist und ich bin jetzt auch irgendwie ein bisschen froh, dass ich jetzt sage, ich schneide jetzt keine Vlogs, ich lasse nicht mehr Futurelity an den Start. Ich hatte einfach nur emotionale Hürden, die ich in dieser Woche zu bewältigen hatte und die ich bewältigt habe. Die Woche ist vorbei und nächste Woche geht es ganz normal mit meinen Vlogs weiter. Es entspannt mich auch deswegen, weil ich einfach nicht mehr mit dem Schneiden hinterherkomme. Und ich jetzt wirklich mal ab heute sagen kann, okay, ich beginne die Aufholjagd. Es kommt definitiv nochmal Futurelity, aber das ist zu vertreten. Für mich ist das zu vertreten. Ich habe mich so unter Druck gesetzt und ich komme nicht mal mit dem Schneiden hinterher und dann ist es auch zu viel und ich möchte ja meine Sachen hier entspannt umsetzen können und deswegen geht es erst regulär wieder mit meinem Tracken ab nächste Woche weiter und ich glaube dann auch glücklich. Also ich habe dann noch nicht meine Periode hinter mir in den Vlogs, aber fast. Glaube ich. Oder ich habe sie gerade. Ich habe es nicht im Kopf, was jetzt in der Woche danach war. Ich weiß nur, in dieser Woche, in der ich nichts aufgenommen habe, lief alles bei mir drunter und drüber. Und ich bin froh, dass diese Woche vorbei ist. Sie gehört zum Leben. Das gehört definitiv dazu. Und ich bin dankbar, dass ich ein Mensch mit Zyklus bin. Aber es geht mir manchmal einfach auch nur auf die Nerven. Und ich werde jetzt sowas von aufholen. Ich hoffe, dass ich sowas von aufholen werde. Weil ich will es einfach entspannt haben. Und ich bin immer gestresst, dass ich mit den Videos nicht hinterherkomme. Und das ist jetzt für mich die Chance. Ich hatte die Chance schon so oft, aber diesmal werde ich sie nutzen. Kennt ihr das? Man nimmt sich dann so 1000 Sachen vor, aber ich glaube, diesmal werde ich sie wirklich nutzen, weil ich jetzt gerade im Moment hoch motiviert bin. Ich habe eine super Zyklusphase gerade, im Gegensatz zu vor 3 Wochen und das werde ich nutzen. Ich werde jetzt die Energie meiner Zyklusphase positiv umsetzen und einfach davon ausgehen, dass diesmal meine PMS jetzt in 1-2 Wochen nicht mehr so hart wird. Ja, mein nächster regulärer Vlog kommt nächste Woche Montag online. Das ist zwar ein Dienstagsvlog, den packe ich aber trotzdem am Montag direkt raus, weil am Montag, also für mich in der Zeit, wurde an dem Montag meine Mutter operiert und das ist immer so ein bisschen stressig, dann im Krankenhaus Videos aufzunehmen. Ich kriege das gar nicht gebacken und deswegen habe ich es einfach direkt gelassen. Deswegen kommt nächste Woche Montag direkt mein Dienstagsvlog. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.